Was ist stärker, Jester oder Ranger? Was geht ab, Vaping Banana? Also mehr DPS hat der Jester, aber der Ranger ist vielseitiger. Er kann zum Beispiel AoE und 1v1. Jester kann nur 1v1. Und Ranger hat den Hit-and-Run-Vorteil. Also nicht nur AoE, sondern auch Hit-and-Run. Also Ranger kann ein paar Sachen, die Jester nicht kann. Ranger kann alles, was Jester kann. Nur macht er halt weniger Schaden. So kannst du es dir ungefähr vorstellen. Können wir WP die tanken und so effektiv farmen wie du? Oder welche Klasse könnte das auch machen? Weil für mich sieht das so stressig aus. Ja, ist es nicht. Ganz ehrlich, ist der einzige Spielstil, der halbwegs Spaß macht. Oder einer der wenigen. Also Hit and Run. Du kreierst quasi dein eigenes Minigame im Game. Also musst mal... Das ist natürlich nichts für jeden, davon mal abgesehen. Aber jedes Mal, wenn ich 1v1 spiele, statt Hit and Run, denke ich mir einfach nur, wie fucking langweilig das ist. Und wie man das auch nur aushält, ein paar Stunden zu spielen. Weil es einfach so langweilig ist. Du drückst einfach nur auf ein Monster, dann wartest du ein paar Sekunden, bis es tot ist, und dann klickst du aufs nächste Monster. Das ist so freaking langweilig. Kann man nichts Langweiligeres vorstellen. Und es ist auch so langsam. Du tötest viel weniger Monster. Also man könnte die schon tanken, ja. Knight zum Beispiel, Knight AoE oder einfach jede Face-Tank AoE-Klasse kann die easy tanken. Muss man das Ranger da auf 120 auf Only-One wechseln oder wie? Nicht zwingend direkt auf 120, aber ja, irgendwann in Astria wirst du realisieren, dass die Monster zu viel AP haben. Und das Problem bei Ranger ist halt, er wird halt nie wirklich besser im Hit and Run. Er bleibt immer ungefähr gleich gut. Also ich meine, er kriegt natürlich schon besseres Equipment und so, aber das gleicht nicht die unfassbar hohe HP der Monster aus, die sie irgendwann haben. Ab Astria eben. Und irgendwann realisiert man dann, okay, Bloody Bow, 100% Crit-Rate, sehr viel Crit-Damage etc. etc., dass es sich dann doch mehr lohnt, 1v1 einfach zu machen. Beziehungsweise, wenn du weiter AoEen willst, musst du halt Face tanken. Bei Hit and Run funktioniert es dann irgendwann einfach nicht mehr, weil Ranger seine beiden stärksten Skills damage-mäßig sind Flame Arrow und Arrow Rain. Und da ist es einfach so, dass das Problem beim Hit and Run ist halt, also ich meine, das funktioniert schon, also Ranger ist schon gut im Hit and Run, obwohl die Skills, wenn man eigentlich so drüber nachdenkt, eigentlich gar nicht unbedingt dafür ausgelegt sind. Aber das Problem ist, wenn du irgendwann, wenn die Monster halt zu viel HP haben, dann tut es halt umso mehr weh, dass, wenn du Flame Arrow machst, ja ein Teil des Schadens einfach verloren geht, weil selbst wenn du die Monster vorher mit Ice Arrow slowst, dann ist ja Flame Arrow, der Schaden von Flame Arrow ist ja an eine Stelle, da wo du Flame Arrow eingesetzt hast, der ist ja an diese Stelle gebunden. Und das heißt, die Monster laufen da irgendwann raus aus diesem Schaden und die letzten paar Ticks von Flame Arrow gehen quasi immer ins Leere, kann man sagen, weil die Monster halt einfach rausgelaufen sind. Und wenn du Face tankst, dann geht dieser Schaden halt nicht verloren. Das heißt, dein Face Tank DPS als AoE Ranger ist immer höher, aber Face Tank ist halt auch deutlich schwieriger oder komplizierter, wie auch immer man es nennen will. Ja, deswegen ist Hit and Run halt am Anfang ziemlich nice, wo die Monster noch nicht so viel AP haben, weil da spielt das nicht so eine große Rolle. Aber später ist er dann irgendwann so, wie gesagt, dieser Schaden, der dann verloren geht beim Hit and Run, plus die extrem hohe AP der Monster, da funktioniert Hit and Run dann irgendwann nicht mehr so gut und da muss man dann eben auf Face Tank switchen, weil dann wird Ranger direkt wieder deutlich besser, weil dann eben dieser zusätzliche Damage nicht verloren geht. Und das Lustige ist halt, Ranger hat halt zwei Skills, die so funktionieren. Also Arrow Rain und Flame Arrow funktionieren vom Prinzip her fast exakt gleich. Das heißt, um den vollen Schaden von beiden Skills auskosten oder ausnutzen zu können, verlangt das Spiel eigentlich von dir, dass du stehen bleibst und die Monster tankst, damit die Monster im Schaden stehen bleiben und du dadurch halt wesentlich mehr Schaden machst. Und ja, vor allem jetzt, wo man Flame Arrow fast spammen kann, ist es halt umso wichtiger eigentlich, weil du von diesem Damage over Time halt extrem profitierst. Und du wirst auch nichts erfahren bis 2 Wochen vorher frühestens. Wenn du Pech hast, sogar nur 2 Tage vorher. Also die Wahrscheinlichkeit, by the way, dass ihr den FEC-Server einfach eiskalt verpassen werdet, ist relativ groß. Weil wenn ihr aktiv nicht Flive spielt, gehe ich mal davon aus, dass ihr jetzt nicht, sag ich mal, ultra aktiv seid in der Flive-Community, Discord etc. Also wollte ich nur noch auch mal gesagt haben. Also teilweise kündigen die wirklich 2 Tage vorher an, dass ein neues Update, ein neuer Server oder sonst was kommt. Also es könnte wirklich sein, dass die das
wieder so extrem kurz angebunden machen. Quasi null Werbung dafür machen und es einfach, ja, jetzt ist einfach FEC wieder. Und wenn ihr den Serverstart verpasst, dann ist er hier schon wieder gelaufen, weil Serverstart verpassen in Flive ist richtig bitter. Wieso sollte ich mein Elementor skillen pur int? Wie sollte ich mein Elementor skillen pur int? Ja, wobei man sagt Staten dazu. Skills, die Skillpunkte unter K und Stat ist Statpunkte unter H. Also ist nicht so wichtig, aber sollte man nicht verwechseln, weil wenn jemand sagt, resette mal deine Skillpunkte oder so, ist eigentlich schon wichtig, dass du dort, also, dass man das nicht falsch versteht. Jede gute professionelle Verhandlung braucht als Basis erstmal ein paar Beleidigungen. Du musst dich auf das Niveau des Verkäufers hinabbegeben. Und natürlich nicht vergessen, das Verhandlungsgespräch immer schön mit Falschinformationen füttern. So, wie hast du eigentlich mitbekommen, nächste Woche wird Bloody Wand und Psykeeper sowieso aus dem Game gelöscht, also ist das Ding sowieso wertlos. Und dann sagt er so, echt? Wow, das wusste ich gar nicht. Und du so, ja, habe ich auf Twitter gesehen, Mann. Deswegen solltest du ihn mir jetzt für 100 Mio verkaufen. Immer schön Falschinformationen verbreiten. Beim Verhandeln. Das verwirrt die Verkäufer. Irgendwann wissen sie nicht mehr, was wahr und was falsch ist. Sie verirren sich aus einem Labyrinth aus Lügen. Und dann, zack, schlägst du zu. Ich wette, jemand, und das hat man auf Rise zum Beispiel gesehen, da sind Leute auf 140 nach 2 Wochen gewesen. 2 Wochen nach Serverstart Level 140. Und ich denke mal, die haben dann wahrscheinlich relativ viel reingebuttert. Und ein Free-to-Play-Spieler in der gleichen Zeit, mit der gleichen Spielzeit, ohne Geld auszugeben, also komplett ohne Geld auszugeben, bin ich mir ziemlich sicher, hätte große Probleme, auch nur in die Nähe von 120 zu kommen. Und selbst wenn, ich meine 120 und 140, da liegen einige Stunden Grind dazwischen. Vor allem, wenn du nicht permanent Empties aktivieren kannst, weil du einfach keine hast und sie halt auch nicht kaufen kannst, weil sie für Penya zu teuer und F-Coin keine Option sind, wenn du Free-to-Play bist. Also das ist schon geistesgestört. Und es ist ja wirklich auch so bei einem Serverstart, je früher du ein höheres Level hast, desto früher profitierst du von Set-Tile-Drops. Also am Anfang ist ja alles viel wert auch. Also selbst die, in Anführungszeichen, schlechten Set-Teile sind ja am Anfang schon wenig wert. Nicht wenig wert, meine ich. Also weil es einfach, also wenn du halt der Erste bist, der es droppt und du bist halt der Einzige, der es besitzt, ich meine, dann ist es halt logischerweise viel wert. Angebot und Nachfrage halt. Wenn es kein Angebot gibt, ist es relativ egal, wie groß die Nachfrage ist. Also außer sie ist 0. Dann wirst du auch gute Preise oder extrem gute Preise für Sachen erzielen, die an für sich eigentlich nicht so viel wert sind oder normalerweise nicht so viel wert sein sollten. Aber zum Serverstart ist halt eine besondere Situation. Und da profitiert man halt wirklich extrem davon, wenn du einer der höchsten Spieler bist. Und das ist halt auch so etwas, was bei Pay-to-Progress-Argumenten komplett verharmlost wird.